Hi, im letzten Video haben wir uns angeschaut, wie wir gemeinsam die B2B-Components erstmal nutzen können und auch wie wir bereits die erste Registrierung eines Nutzers beispielsweise vornehmen über ein Formular oder in der Administration und wie wir ihm die jeweiligen Components zuweisen können. Im heutigen Video werden wir uns anschauen, wie wir Mitarbeiter und Rollen verwalten innerhalb eines neu angelegten Accounts, der jetzt erstmal dann alle Rechte hat. Ich bin in diesem auch schon eingeloggt, deswegen wechseln wir mal ganz schnell ins Frontend und schauen uns an, wie das Ganze dort aussieht. Im Frontend angekommen sehen wir jetzt alle Menüpunkte, die durch die B2B Components hinzugekommen sind. Das kommt euch ja auch wahrscheinlich bereits bekannt aus dem letzten Video vor. Wir haben jetzt hier auf der linken Seite einmal die Mitarbeiter und die dazugehörigen Rollen. Ich würde sagen, bevor wir uns anschauen, wie wir Mitarbeiter anlegen, gehen wir direkt einmal auf die Rollen. Ich empfehle immer vorher die Rolle anzulegen, bevor wir den Mitarbeiter anlegen, damit wir auch direkt die richtige Rolle diesem Mitarbeiter zuweisen können und das nicht im Nachgang machen müssen. Wir haben jetzt hier bereits zwei verschiedene Rollen, einmal der normale Mitarbeiter und einmal der niedrigere Mitarbeiter. Im Grunde genommen wäre jetzt hier so ein gängiger Workflow, dass ein Mitarbeiter mit der höheren Rolle beispielsweise die Bestellungen freigibt von dem Mitarbeiter mit der niedrigeren Rolle. Wir können aber auch jedes denkbare weitere Szenario hier durchspielen für verschiedene Abteilungen und so weiter. Beispielsweise könnten wir jetzt hier sagen, okay, wir erstellen eine neue Rolle für all unsere Sales-Mitarbeiter. Wir könnten auch sagen, hier, das ist eine Default-Rolle für alle neuen Mitarbeiter in diesem Account. Ich kann das aber auch wieder deaktivieren jederzeit, muss das Ganze nur noch einmal in dem Pop-up bestätigen. Hier unten sehen wir jetzt, was diese Rechte eigentlich alles beinhalten der Rolle. Beispielsweise geht es hier los mit dem Employee Management, dann dem Role Management. Das heißt, wir könnten auch beispielsweise eine Rolle vergeben, die weitere Rollen anlegen und verwalten kann. Dann kommen irgendwann die Orders. Darf der alle Bestellungen sehen oder darf der nur Bestellungen sehen von einer bestimmten zugewiesenen Organisation? Dann gibt es hier noch das Anfragenmanagement. Also darf der beispielsweise eine Anfrage rausschicken, darf er die einsehen, darf er die ablehnen und so weiter. Genauso geht es dann hier unten weiter mit dem Approval Rule Management. Das heißt, darf der den Zugang oder die Freigabe dafür gewähren bei einer Bestellung. Genau, dann noch hier Pending Order Management, also für alle ausstehenden Bestellungen. Und last but not least haben wir hier auch noch die Subscriptions. Also darf er die einsehen, darf er damit hantieren. So, und jetzt haben wir diese ganzen Rechte. Und im Grunde genommen möchte ich jetzt alles relativ einfach halten und einfach mal sagen, okay, dieser Account darf jetzt beispielsweise das Mitarbeitermanagement auf jeden Fall machen. Und was dann hier passiert, ist ein sehr gutes Beispiel, denn es gibt Abhängigkeiten zwischen den Rechten. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise sage, okay, der darf Mitarbeiter vollständig verwalten, dann muss er natürlich auch die Rollen dafür einsehen können, selbst wenn er keine neue anlegen darf, aber er muss ja die zuweisen können. Dafür ist dann schon die Sicht erforderlich. So Abhängigkeiten gibt es natürlich verschiedene. Ich hake jetzt hier einfach mal relativ viel an. Wir geben jetzt hier einfach mal volle Rechte, damit man das mal so ein bisschen gesehen hat. Man kann hier auch einzelne wieder wegnehmen. Wenn ich jetzt zum Beispiel View Roles hier wegnehmen würde, wird er auch direkt hier oben bei dem Employee Management beispielsweise wieder die Punkte entfernen, weil die halt zwingend benötigt werden. Ne? Und wenn ich es jetzt wieder setze, also man kann hier erstmal so keine Fehler machen. Das ist beispielsweise ein guter Vorteil, wenn man die B2B-Components im Einsatz hat. Bei der B2B-Suite früher war das anders. Da kann es schon sein, dass man da mit den Rechten schnell mal durcheinander kommt. Wenn wir dann unsere Rechte soweit gesetzt haben, können wir die einfach abspeichern. Und dann ist das Ganze hier auch schon hinterlegt. Wir können das natürlich anschließend immer noch löschen oder bearbeiten. Achtung, wenn natürlich diese Rechte einem Mitarbeiter zugewiesen sind und man löscht die, dann kann das zu Problemen führen. Dann sollte man entweder dem Mitarbeiter eine neue Rolle vorher zuweisen oder die Rolle dementsprechend entfernen, beziehungsweise den Mitarbeiter. Genau, wir gehen jetzt einmal auch noch bei den Mitarbeitern rein. Hier habe ich auch 2 Demo-Datensätze drin. Und wir können hier oben einfach nochmal einen neuen anlegen, wenn wir das möchten. Das ist relativ unkompliziert. Im Grunde genommen haben wir 3 Pflichtfelder. Einmal den Vor- und Nachnamen und die E-Mail-Adresse. Und die Sprache bestimmt dann in dem Fall einmal, welche Sprache denn hier im Frontend für den jeweiligen Mitarbeiter gesetzt sein soll. Die kann er aber anschließend auch selber noch ändern. Und hier haben wir dann einmal die Rolle. Ich könnte jetzt hier beispielsweise Sales, unsere neue Rolle, auswählen, das Ganze anschließend abspeichern und dann hätten wir einen Account mit allen Rechten.
Genau, und im nächsten Video gehen wir dann in die nächste Component. Ich hoffe, das, Video hat dir weitergeholfen und du hast soweit zu dem, ja, Mitarbeitermanagement und Rollenmanagement in der B2B Components, alles verstanden und dann viel Erfolg beim nächsten Video. Ciao.